Willkommen, Jenny. Jenny spricht sehr gut Deutsch, aber war die deutsche Sprache immer eine Folter. Ja? Das stimmt. Und warum, Jenny? Wie kann Deutsch eine Folter für die Leute sein? Oh, ich glaube, das war und ist immer noch Folter für sehr viele Leute, die gerade versuchen, deutsche Sprache zu lernen. Sogar viele prominente Schriftsteller, sogar Mark Twain hat gesagt, dass das Leben viel zu kurz ist, um deutsche Sprache zu lernen. Aber dazu kommt, dass deutsche Sprache tut weh beim Lernen. Aha, die deutsche Sprache tut weh. Sehr weh. Sehr weh. Aussprache. Ja. Und warum war die Aussprache auf Deutsch so schwierig? Tja, weil es gar nicht so leicht ist, wie es am Anfang scheint. Es gibt wirklich verschiedene Schwierigkeiten und man müsste es wirklich üben, wie beim Sport oder so weiter. Du musstest immer, jeden Tag deine deutsche Aussprache trainieren, oder? Das war eigentlich so, das habe ich schon ungefähr so für ein Jahr gemacht. Ah, ein Jahr, jeden Tag. Jeden Tag ganz fleißig. Und wie trainiert man für eine gute deutsche Aussprache? Eine sehr gute Frage. Man muss natürlich sich üben, aber dabei kannst du dir gar nicht vorstellen, das war eine Hölle. Da musste ich verschiedene Arten von Dingen in meinen Mund stecken. Aha, Entschuldigung? Was bedeutet das? Ja, wie soll ich sagen? Zum Beispiel, ich hatte wirklich Probleme mit richtigen rollenden R. Ich hatte und sehr viele andere Leute haben eine untrainierte, ungeübte Zunge. Du hast es auch. Bei uns geht es immer nach vorne, so gesagt. Zum Beispiel? Das ist ein R auf Russisch? Ja, das ist hier. Genau. So sagen zum Beispiel, wie ein Tiger macht. Ja. Die russische Frauen sind Tiger. Kann das sagen? Ich liebe die Frauen in Ländern, ja. Echt? Ja. Die Mädels aus der Ukraine oder aus Russland oder aus Weißrussland, ja. Das ist immer eine geile Kombination, finde ich. Gut. Wenn man das richtig auf Deutsch sagen soll, das muss hier arbeiten. Und da sind die Organe einfach nicht gewöhnt. Hier, von hier. Ja? Also, man muss es wirklich üben. Und das war wirklich kompliziert. Was musst du üben? Und dann sollte ich wirklich verschiedene Sachen in meinen Mund stecken. Aha, wenn zum Beispiel ein Löffel. Okay, du hast einen Löffel. Ja, Löffel. Das was ist machst nicht du mit deinem Löffel? Einfach das in den Mund stecken. Ja, bitte. Du machst das falsch. Man muss hier ganz tief nach unten gehen. Ich war nicht tief genug. Du warst ungefähr 15 zusammen. Ja. Wow. Die haben dieselbe Probiert, eine gute, schöne Aussprache zu bekommen. Also, man muss das ganz tief. Ganz tief. Zum Und das hier halten, damit die Zunge nicht nach oben geht. Und dann kommt ein schönes Und dann muss man das ganz lange üben, bis es irgendwann die Dozentin sagt, jetzt ist richtig. Ja, natürlich. Das war in deinem Mund. Genau, du musst den Mund aufmachen und das hier halten und jetzt siehst du, funktioniert. Das war die einige Foto von Das war eine von vielen. Es gibt eigentlich sehr viele. Zum Beispiel, wenn man wirklich ganz gut Deutsch sprechen will, dann muss man, wie es uns gesagt wurde, was klingt auf erstmal ganz bescheuert, mit dem Mund Quadrat machen. Kannst du mir deinen Mund Quadrat machen? Quadrat machen? Mein Mund ist nicht Quadrat. So denken alle normale Leute auf. Erstmal, mein Mund ist doch kein Quadrat. Was ist das jetzt? Für die Leute, die dessen Muttersprache Englisch ist, die grinsen die ganze Zeit. Ja. Also und wir suchen jetzt Quadrat machen. Quadrat. Sie kann nicht lachen auf Deutsch. Nein, es ist das verboten. Ist verboten. Ja. Lachen darf man nur so. So. Leider. Ja. Die Deutschen machen keinen Spaß. Niemals. Ja, und es muss immer tut weh. Ich weiß das. Sehr gut. Sehr gut. Ja, fängt ziemlich an. Ich weiß nicht. Honig. Das ist erst was. Ja, wir sagen, es ist mit Honig. Sehr gut. Es war sehr intensiv.
Bis zum nächsten Mal.